Guten Morgen. Gleich kann's losgehen. Es ist unsere erste Reise seit langer Zeit. Wir sind etwas aus der Übung, daran zu denken, was man für eine solche Reise braucht. Außerdem hatten wir in den letzten Tagen überhaupt keine Zeit zu packen, zu planen oder einzukaufen. Das meiste haben wir gestern Abend erledigt und nun machen wir das Beste daraus. Gerade eben früh am Morgen haben wir unsere Sachen ins Auto runtergetragen. Hier könnt ihr das Chaos sehen. Wir haben einfach alles erstmal auf die Rückbank geworfen. Ich habe gerade so noch Platz für die Beine, weil hier noch ein zusätzlicher Wasserkanister steht und andere Sachen liegen noch im Fußraum, plus mein kleiner Rucksack ist auch noch hier und das Auto ist einfach voll. Es schüttet wie aus Kannen, aber das hält uns nicht von unserem Ziel ab. Noch fast 1300 Kilometer bis zu unserer ersten geplanten Zwischenstation. Also wir haben jetzt, wie viel? 400 Kilometer hinter uns. Es ist Mittag und wir machen die erste Pause, weil wir das Wichtigste vergessen haben, nämlich die Karotten von Jens. Und jetzt suchen wir einen Supermarkt, um diese zu kaufen und was zu essen, zum Mittagessen zu finden. Wie ihr euch aus der Einleitung vermutlich denken könnt, ist Rumänien unser nächstes Ziel. Viele unserer Familienmitglieder und Freunde haben sich deswegen gewundert. Wie ihr fahrt nach Rumänien? Dort ist es doch gefährlich. Seid ihr lebensmüde? Was gibt es in Rumänien denn überhaupt zu sehen? Ihr müsst aber gut auf euch aufpassen. Kauft euch schon mal eine Zugfahrkarte für den Rückweg. Und so weiter. Aber wenn ihr den Film seht, dann haben wir es geschafft, zumindest den Upload durchzuführen. Wir glauben es nicht, dass Rumänien so ein gefährliches Land ist, wo man sich lieber nicht hintrauen soll. Wir werden es prüfen und uns direkt ins Herz Rumäniens begeben. Erstmal aber stärken wir uns nach der langen Reise quer durch Deutschland. Gleich überschreiten wir die österreichische Grenze und fahren dann weiter, soweit wir es nur heute schaffen. Ähnlich habe ich das abgeklebt. Wer hat das festgemacht? Immer jetzt hier? Steht hinten drauf, wo es hin muss. Auf die Scheibe, nicht auf den Tönungsstreifen steht da. Einfach nur. Dann mach. Oder hier. Steht es nicht hinten drauf, wo es hin soll? Nee, steht nicht. Dann machst du da unten rechts. Die Einreise nach Ungarn war unkompliziert. Die ungarische Vignette muss man nicht auf die Scheibe kleben, was Joanna ein wenig schade findet. Ich jedoch denke beim Aufkleben eher daran, sich später wieder entfernen zu müssen und bin ganz dankbar über die digitale Lösung. Wir schaffen es, halb Ungarn zu durchqueren, bis wir endlich einen Halt zum Abendessen machen. Es ist ein kleines Örtchen namens Pati oder Peti, gleich in der Nähe von Budapest. Also in diesem Restaurant wollen wir was bestellen und haben keine Ahnung, was in der Karte steht. Und niemand hier spricht Englisch oder Deutsch. Na, also die Speisekarte können wir nicht lesen, aber zum Glück gibt es bei Google Bilder Fotos und wir hoffen, dass wir gleich anhand von Fotos bestellen können. Und etwas Unbestimmtes. Ich nehme das.
Wir testen gerade, ob Google Lens das übersetzen kann, was im Menü steht. Kann's. Mega. Also, wir sind jetzt in einem automatischen Übersetzungsmodus. Und ich kann jetzt die Seite einfach umblenden oder gehe auf die andere Seite. Und in wenigen Sekunden habe ich eine Übersetzung. Ich blätter um. Und Sekunden später kann ich genau lesen, was hier steht. Einfach nur ein Handy und kostenlose Software. Und so kann man im fremden Land zurechtkommen, auch wenn man die Sprache nicht kennt. Genau. Schade, dass wir nicht darauf gekommen sind, bevor wir das Essen anhand der Fotos bestellt haben. Das von Jens war lecker, aber das, was ich für Halloumi mit Graupen gehalten habe, erwies sich als Camembert mit Reis. Der schmeckte, als ob er mit süßem Heidelbeerjoghurt vermischt wäre. Nicht so meins. Es ist schon dunkel, aber wir haben uns entschlossen, noch eine Weile zu fahren, wohl wissend, dass es im Dunkeln nicht einfacher wird, einen Stellplatz zu finden. Sieht aus wie glückliche Kühe. Ich meine, die haben ein richtiges Freigelände. Sieht so aus, ey. Draußen warten Dutzende, wenn nicht Hunderte Insekten darauf, das Bett mit uns zu teilen. Da wir dies gern verhindern wollen, gilt es, das Chaos zu beseitigen im Auto, ohne eine Tür zu öffnen. Doch wäre das nicht genug der Herausforderungen, will das Auto nicht, wie wir wollen. So, und jetzt versuchen wir das linke umzudrehen. Schon mal schlecht. Versuchen wir mal die andere Seite. Oder ist gesperrt? Nee, ist nicht gesperrt. Warum soll das nicht gehen? Das ist so klar. Wir hatten das schon mal, weil wir den falschen Knopf gedrückt haben. Ja, aber diesmal haben wir den richtigen gedrückt. So, dreh jetzt nochmal. Ich verstehe nicht, warum es nicht gehen soll. Geht nicht, oder? Okay. Plan B. Aus uns unerklärlichen Gründen ließen sich die Rücksitze nur umlegen, wenn der Kofferraum geöffnet ist. Das ist so, weil es jetzt nicht so viel Viehzeug reingekommen ist. Jetzt haben wir folgende Strategie. Warum eigentlich mache ich die ganze schwere Arbeit? Nee, du machst die Arbeit, die man braucht, wenn man klein ist. Ich strenge mich an, schiebe die Matratze hin und her, breite die Decke aus und Jens gibt mir gute Ratschläge. Was sollte ich sonst machen? Also da Jens jetzt der Meinung ist, dass die Decke hier auf der Seite zu kurz ist, wird er sie zu sich ziehen. Aber mit mir schafft er nicht, also versuchen wir es mit anderer Methode. 3, 2, 1, los! Also Joanna springt hoch, dann ist die Decke nicht mehr ganz so schwer zum Ziehen und so kriegen wir sie gezogen. Wir dachten, es wird heute Nacht ziemlich ruhig hier, aber stattdessen wurde unser Schlaf ständig unterbrochen und wir hatten wirre Träume. Das ist vor allem wegen den Kollegen und Kolleginnen hier, weil die kamen hier genauso wie jetzt nachts ganz nah ans Auto und haben hier Sachen gegessen, an den Bäumen gezerrt und rumgelaufen sind sie. Und wir hatten den Eindruck, dass ständig jemand ums Auto läuft. Natürlich konnten wir nicht so richtig schlafen dabei. Und dazu
fahren hier noch so komische Lastwagen. Keine Ahnung, was sie transportieren, aber die klappern, als ob sie, weiß ich nicht, lauter lose Metallteile drauf hätten. Na, wie siehst du dich da? Krasse Hörner, das Ding. Und ein Kuh ist leider sehr krank. Soll eigentlich behandelt werden. Es kann kaum laufen, armes Ding. Unsere neue Campingdusche hat sich gestern Abend schon bewährt. Sie lässt sich hier so am Auto befestigen, aber man kann es natürlich auch in die Hand nehmen. Und der Schlauch führt hier zu einer Pumpe. Wir drehen den Kanister auf. Können die Pumpe einhängen am Rand und den Saugschlauch einfach versenken. Das Ganze möglichst ohne hier Knicke zu machen, so wie wir es gerade haben. Und dann gibt es hier einen Knopf und wenn man den klickt, die Dusche nochmal gerade, Knopf wird geklickt, es dauert ein paar Sekunden und es kommt Duschwasser raus. Und es gibt einmal einen 5 Liter pro Minute Modus. Und das ist der 4 Liter pro Minute. Und wieder aus. Hier kommt eine wichtige Ankündigung. Wenn wir in der Natur duschen, nutzen wir ausschließlich Seifen oder Shampoos, die biologisch gut abbaubar sind, sowie Naturseife. Und wir benutzen sie auf dem Land, wo sie problemlos abgebaut werden können. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man sich Haare wäscht. Leider ist es ein Zweimann-Job, weil einer muss die Pumpe anschalten. Macht man es selbst, verschwendet man nochmal eine ganze Menge Wasser. Wir stellen gerade fest, dass zweimal Haare waschen für jeden von uns und Duschen am Vorabend dann doch irgendwie so 12 bis 15 Liter Wasser gefressen hat. Das können wir also zweimal tun und dann war es das. Dann ist der Kanister leer. Und weg ist Joanna. Tada! Und natürlich gehört auch das dazu. Das Bett ist wieder eingeräumt. Die Taschen sind wieder hinten. Noch ein kleines bisschen Ordnung machen. Und dann geht es weiter. Wasserauffüllstationen gibt es offenbar überall in Ungarn entlang der Autobahnen. Das ist nur ein Achtungszeichen. Mal sehen, was der macht, ob er anhält oder Nee, nicht. der fährt drüber. Nee, der hält an. Also müssen wir Bleibt nur an, weil anhalten. ich anhalte. Nee, die fährt drüber. Scheinbar heißt es, man muss nur gucken und dann rüberfahren. Dann kommt ja auch nichts. Wahrscheinlich, selbst wenn was kommt, wird es jetzt nicht der TGV sein. Oder ein ICE, der hier durchbraust. Die erste Nacht haben wir soweit gut überstanden. Noch ein paar Meter und dann geht es über die rumänische Grenze. Die Türen sind verriegelt und wir auf das Schlimmste vorbereitet. Wir sind gerade durch die rumänische Grenzkontrolle gekommen, mussten Ausweise zeigen, Impfnachweis, zumindest von mir wollten sie ihn sehen.
von Joanna haben wir ihn hingehalten, aber sie haben abgewunken. Sie wollten Fahrzeugpapiere haben. Und die eine Grenzbeamtin hat versucht, hinten die Tür zu öffnen, die natürlich im Standard erstmal verschlossen ist. Dann hat sie halt das ganze Chaos auf der Rückbank gesehen, hat wieder zugemacht und uns weitergelassen. Aber man hat Ausschläge gehört. Ich habe nicht aufgenommen. Du hast nichts gesagt. Die ganze Zeit hast du nicht aufgenommen? Ich habe vergessen zu drücken. Das tut mir leid, muss nochmal. Ich weiß. Hab ich lieb. Wenn ich auf dich zeige, dann darfst du was sagen. Ich sag sowas wie Willkommen in Rumänien, wenn ich da draußen bin Ja. und nicht überfahren werde. Wie schnell fahren die denn hier? Krass. Ich muss vielleicht ein bisschen mehr machen. Da. Herzlich willkommen in Rumänien. Den Text zeige ich jetzt zum zweiten Mal, weil Joanna vergessen hat aufzunehmen. Wir sind jetzt über die Grenze gefahren und testen jetzt nochmal unsere Funkmikrofone, ob die Einstellungen stimmen und man die Stimme richtig versteht. Und jetzt darf Joanna etwas sagen. Ich habe gesagt, ich soll was sagen, wenn er auf mich zeigt. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat, aber ich sage etwas. Das ganze Auto wackelt. Wenn ihr wissen wollt, wie unsere Reise weitergeht und was wir alles in Rumänien erleben, dann bleibt dran und schaut euch den nächsten Teil an. Tschüss, sagen Jens und Joanna.